Hallo! Jeder von euch kennt bestimmt eine Brombeere. Habt ihr die vielleicht im Garten oder ihr kennt einen Platz, wo es ganz viel davon wächst? Ich kenne auch solche Plätze und seitdem ich weiß, dass mit der Brombeere, dass man damit sehr gut flechten kann, habe ich mich echt total verliebt in die Brombeere. Ich zeige euch, wo ich meine Brombeere ernte und wie ich sie entdorne. Zuerst gehe ich mal zu der Stelle, wo ich ganz viele Brombeerranken finden kann. Und das ist schon hier. Am Ufer vom Eschbach wachsen so viele Brombeeren. Soweit ich gucken kann, sind hier Brombeerranken und Gebüsche überwachsen mit Brombeeren. Ich bin mir sicher, ihr habt in der Nähe auch einen Ort, wo man ganz viele Brombeerranken findet. Und so könnt ihr auch schön Flechtmaterial sammeln für viele schöne Gartenprojekte. Für die Brombeerernte zieht euch am besten gute Gartenhandschuhe, feste Hose und natürlich festes Schuhwerk an. Das ist nichts für Barfußläufer. So sehen die Ranken aus, wenn man sie frisch geerntet hat. Manche haben Blätter, andere erst Knospen der Blätter. Ja, und natürlich, sie haben Dornen. Jetzt kommt mein Lieblingsspielzeug ins Spiel. Das hier. Ein sogenannter Entdorner. Ich nehme eine Ranke. Vorher schneide ich noch die Seitenäste ab. Ich entdorne erst das eine, so ein Stückchen von einem Ende, damit ich gut hier festhalten kann. Und jetzt gehe ich mit kräftigen Zügen durch die ganze Ranke durch. So. Bei Bedarf kann ich es nochmal das zweite Mal ziehen. Nicht zu doll, ich will nämlich die schöne Rinde nicht komplett abkratzen. So, jetzt ist die Ranke so weit entdornt, dass ich sie gut anfassen kann. Jetzt auch mal ohne Handschuhen kann ich gut hier durchgehen und es piekst nicht. Man spürt ein bisschen Struktur und manchmal bleibt der eine oder andere Dorn noch dran, aber selbst wenn, ist es nicht schlimm und die Struktur macht die Körbe oder andere Flechtwerke sogar interessanter. So, das klappt auch mal mit dickeren Ranken, so wie die da. Ich kann hier an manchen Stellen schon mal mit den Handschuhen was wegmachen von den Dornen. Und jetzt kommt mein Spielzeug ins Spiel. So. Und nochmal. In circa 3/4 Stunde konnte ich diese 3 Bündel Brombeerranken sammeln und entdornen. Und jetzt schaut mal, was man Schönes mit den Brombeerranken machen kann. Ich nehme die geernteten Brombeerranken ich öffne die Bündel und hole die einzelnen Ranken raus. Jetzt mache ich aus einer Ranke einen Ring. Ich brauche davon 5 Stück. Die habe ich mir schon vorher vorbereitet.
Die einzelnen Ringe haben etwa dieselbe Größe. Zum Verbinden der einzelnen Ringe benutze ich einen dünnen Draht. Den schneide ich mit der Gartenschere, weil sie eine spezielle Kerbe hat, mit dem man auch Draht schneiden kann. Bitte macht das nicht mit der Klinge. Hier sieht man noch die Kerbe. Jetzt verbinde ich die zwei ersten Ringe. Ich stecke sie ineinander, so dass sie sich an zwei Punkten berühren. Dabei sollen beide Ringe möglichst rund bleiben. Und die Ringe sollen sich gegenseitig mitteln. Die Verbindungsstelle befestige ich mit einem kurzen Stück Draht. Auf diese Art bilde ich den Nordpol und den Südpol. Der dritte Ring wird auf die beiden Ringe wie ein Äquator drüber gelegt. Und auch da befestige ich die Verbindungspunkte. Jetzt kommt der vierte Ring drauf. Der wird auch mal über den Nord- und Südpol drüber gezogen, so dass er den Abstand zwischen dem ersten und zweiten Ring halbiert. Jetzt ist der fünfte Ring dran. In meinem Fall war er ein bisschen zu klein, deswegen habe ich ihn nochmal geöffnet und ein bisschen größer gemacht. Der kommt dann auch wie der vierte über den Nordpol und Südpol und teilt wieder mal die größte Fläche in zwei. So sieht die fertige Konstruktion aus. Eine Art Ballskelett. Jetzt fange ich an mit dem Flechten. Ich gehe mit der Brombeerranke zwischen den Ring, in den kleinen Zwischenraum in dem Ring. Dann gehe ich mit der Ranke über die nächste Skelettroute, Skelettring, und dann gehe ich weiter unter die nächste. Und so gehe ich mal um den Ball herum, immer einmal drunter, einmal drüber. Da, wo ich zwischen die Ringe reinkomme, in die kleinen Zwischenräume, da stecke ich die Rute rein. Gerade am Anfang mache ich das gerne, damit das Ganze stabiler wirkt. Ich ziehe die Rute fest und versuche das so zu machen, dass die Flechtrute immer einen Kontakt zu dem Skelett hat. Am Anfang wirkt alles auch recht unstabil und wackelig, aber mit der Zeit, mit jeder einzelne weiter verflochtene Rute, stabilisiert sich die Konstruktion und das macht immer mehr Spaß.
Und das war jetzt die letzte Route. Ganz schön viel Arbeit. Jetzt kann ich noch alle rausguckende Enden abschneiden. Den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss!